Geländestücke, die quasi 5 Jahre Bauzeit benötigten, ungewöhnliche Abformexperimente und jede Menge Infos rund um Silikonkautschuk. Das sind die Themen in diesem etwas anderen Tutorial. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS mit vielen nützlichen Abformtipps. Vor rund 5 Jahren startete ich ja mit den ersten Designs an meiner Modular Dungeon Serie. Und seit dem Abformen und Abgießen der ersten Teile standen diese 2 Gläser auf meinem Arbeitsplatz. Eins für die Pinsel, um Gipsreste nach dem Einpinseln auszuspülen, und ein Glas zum Reinigen des Löffels, den ich zum Umrühren der Gipsbottich benutze. Über die Jahre haben sich nun auf beiden Gläsern durchaus interessante Ablagerungen und Strukturen gesammelt. Also, warum nicht einfach mal die beiden Gläser abformen, um daraus zum Beispiel Säulen oder Podeste bauen zu können? Tja, wer schon mal größere Bauteile abgeformt hat, weiß, dass dieser Fall etwas kniffliger ist. Ihr seht gleich, was ich meine. Zuerst muss an den Objekten natürlich eine halbwegs flache Standfläche her. Das lässt sich problemlos mit zuerst grobem und dann mit feinem Schleifpapier hinbekommen. Um die Strukturen zu versiegeln und die Oberflächen zu glätten, verdünne ich Holzleim mit Wasser, bis eine milchige Konsistenz entsteht. Damit werden dann beide Gläser großzügig eingepinselt, was später zudem ein besseres Ablösen des vernetzten Silikons bewirkt. Danach folgt das Aufkleben auf einen flachen Untergrund, in meinem Fall auf Schaumpappe und mit Holzleim. Den Rahmen für die Form baue ich übrigens ebenfalls aus Schaumpappe. Mehr zum Thema Formbau habe ich euch übrigens oben und in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt noch ein Trennmittel auftragen, schon kann das 2-Komponenten-Silikon-Kautschuk angemischt und eingefüllt werden. Dazu ein Tipp: Bei komplexen Oberflächen und um Lufteinschlüsse zu vermeiden, empfehle ich, das Original zunächst mit etwas Silikon einzupinseln. Ihr könnt dabei auch ganz entspannt in Etappen arbeiten und nacheinander mehrere Silikonportionen anrühren. Denn neues Silikon verbindet sich bzw. vulkanisiert immer nahtlos mit dem vorherigen Silikon. Wer übrigens einen Vortex-Mixer besitzt, kann diesen nicht nur prima beim Anmischen des Silikons, sondern auch zum Rütteln der Formen einsetzen, damit eingeschlossene Luftblasen besser aufsteigen. Rund eine Stunde später sind die Formen dann auch schon fertig. Wobei, Moment mal, da fehlt doch noch ein Boden. Bevor wir uns an die Böden machen, entferne ich wie üblich erstmal noch die kleinen und störenden Silikonreste auf den Oberseiten der Form. Danach baue ich aus Schaumpappe einen etwa 1,5 cm hohen Rahmen um die Form herum. Alle Fugen dichte ich zur Sicherheit außen nochmal mit extra Holzleim ab. In diese Rahmen gieße ich nun eine ca. 3 mm hohe Silikonschicht, piekse eventuelle Luftblasen heraus und setze dann die bisherigen Formen hinein. Wichtig ist, dass die Formen überall gleichmäßig in die Rahmen gedrückt werden, damit sich die Komponenten perfekt vernetzen können. Aber nur ganz sachte drücken, damit kein Silikon herausquillt. Nach dem Aushärten haben wir nun perfekte Böden und können die Formen testen. Als Gießmasse nehme ich wie üblich Stevallin, einen synthetischen Keramikgips. Das Abformergebnis ist schon mal prima. Allerdings sind die Teile ziemlich massiv und haben entsprechend eine Menge Gipspulver verbraucht. Hinzu kommt, dass die Teile durch ihr Volumen nun viel länger zum Durchtrocknen benötigen. Von daher muss für die Form noch ein kleines Upgrade her, um möglichst viel von dem unnötigen Volumen zu reduzieren. Eine leere Plastikflasche, die einen Großteil der Form ausfüllt, ist dafür eine ideale Grundlage. Einfach waagerecht durchsägen und die Ränder glatt schleifen, die Füllhöhe an den Formen markieren und etwa 5 mm abziehen, innen mit Trennmittel einsprühen und auf einen Untergrund aufkleben und dann bis zu den Markierungen mit Silikon befüllen. Nach dem Aushärten muss das Plastik dann vorsichtig entfernt werden, um die Zylinder in die Form kleben zu können. Hierzu bestreiche ich die Oberseiten der Zylinder einfach dünn mit frischem Silikon, was dann wie ein Kleber funktioniert. Das neue Ergebnis sind Formen, die nun wesentlich weniger Gießmasse benötigen. In meinem Fall spare ich so rund 1/3 an Volumen und damit auch an Gewicht und Gips für die Bauteile. Zugegeben, dieses Abformprojekt ist ziemlich speziell. Aber ich hoffe, ihr habt Folgendes an Infos mitnehmen können. Erstens, einteilige Formen lassen sich auch in mehreren Schritten aufbauen und so nach und nach optimieren. Zweitens,
Frisches Silikonkautschuk verbindet sich stets nahtlos mit ausgehärtetem Silikon. Entsprechend könnt ihr sogar alte Formen in kleine Stücke schneiden und diese Brösel zum Auffüllen größerer Formen nutzen, um neues Silikon zu sparen. Und drittens, große Objekte müssen nicht zwingend massiv und unnötig schwer abgegossen werden. Ich werde jetzt mal schauen, was sich mit meinen neuen Bauteilen anstellen lässt. Ein Alien Underhive Sektor vielleicht? Oder Sockel für giftige Chemietanks? Wir werden sehen. Aber erstmal sehen wir uns nächsten Freitag. Bis dann.